by appointment only. Luxury Fashion. Ich glaube nicht, ich habe es einmal privat angeguckt oder durchgesehen. Ich habe es wirklich noch nicht so extrem gesehen, aber jetzt haben wir auch im Chat danach gefragt und so weiter. Wir gucken hier mal unseren Veteranen an, was er denn da für uns hat. Du kennst das Video auch? Ja. Ja, okay. I brought in a Rolex watch that I had purchased while I was in military. I was stationed. Selbe Story auch, immer Military, ne? So, mal sehen, ob jetzt hier mit der Uhr auch irgendwas ist. Schauen wir mal. 1975, and while I was there, I flew on Air America Airlines and Continental Airlines, and I noticed that most of the pilots that were flying those aircraft wore Rolex watches, and I was intrigued by them. I always wanted to purchase them, but they were very expensive. Later, when I was transferred to another base, I did some scuba diving, and I knew that the Rolex watch was good for scuba diving. I found... Welche Rolex? Also das Daytona? Ja, das ist 6263 und das ist die Paul Newman Panda. Das ist so die Iconic Panda. Auch 37. Ja. This particular watch where I could Ziffernblatt Original. Das sieht original aus, aber was er gerade gesagt hat, ist Schwachsinn, ne? Daytona für Scuba Diving. Es Ja. gab doch die Submariner. Ja. afford it, and I never used it. I looked at it and I Never said, you used know, this is really too nice to take down Yeah. in salty water. I just kept it. After I got out of the service, I had other watches I wore, and I just put this one into a safety deposit box. It stayed there for 30 or 40 years. I only took it out like 2 or 3 times to look at it, and that was about the extent of it Condition sieht before schon I krass brought aus, it ne? here. What branch of service were you in? I was in the United States Air Force. I entered in 1971. My draft number was 7. It's a pretty low number, huh? That's not really lucky in the draft, right? No, when I found out about that, I either had to join the Air Force or another branch, or I was enlisted by the 1st of January. And what did you do in the service? I worked in munitions, but there's like 4 different branches, and I worked in explosive ordnance disposal. To put it simply, I helped clear roads of landmines, munition storage areas that had been blown up or sabotaged. We cleaned those up. There were multiple children and adults that were injured as a result of unexploded ordnance, and the hazard still is there today. You bought this where? Was it at a military store? I ordered it in November 1974 through the base exchange. Ah, okay, 1947 hat er die 74. bestellt. Ja. Ja. I believe it came in April 1975. The amount that you paid, you even got a 10% discount. It says $345.97. Was that a lot of money? Ah, ist schon viel Geld, wenn Ja. du dir vorstellst. Wir waren eben, obwohl 60er Jahre zu 70 ist noch 10 Jahre fast Unterschied jetzt zu GMT, aber das Dreifache. Daytona war aber immer schon teurer als ein Sub? Ja. Okay. In 1975 to you? It was a lot of money for myself. What was salaries back then? It ranged between $300 and $400 a month. Auch selbes If I have it Verhältnis. correct. As you know, it's a Rolex. This particular model is referred to as an oyster cosmograph. They're also referred to as Daytonas. This is a reference 6263. You saved everything, which is really wonderful. The warranty paper was never filled out and was never... Okay. Die sieht aber auch noch nagelneu aus, die Garantie. Hat auch jemand hier gerade geschrieben, sind die gebügelt worden? Problem oder nicht Problem? Ich glaub dem Mann. Ich glaub dem Mann. Okay, gucken wir mal weiter. Also du magst das so nicht, ne? Nee. Magst du gar nicht. Nee, also wenn ich 100% weiß, der hat die Uhr wirklich im Original gekauft. Das ist der Erstkäufer und der hat die Papiere und der hat alles andere. Es passt alles, homogen. Und die Papiere, weißt du, wir haben dran gerochen. Ja. Die sind alt und haben ein gutes Gefühl, dann okay. Okay. numbered. So you actually have a blank guarantee, which is quite unusual. And even over here, this paper is blank. A blank paper today is probably worth about $2,000 because it can be made to match any watch and add value to it. So guys would pay money to buy a blank paper. Aber kann auch sein, dass der Konzessionär es nicht ausgefüllt. Kann sein. Warum ist das in Deutsch? So Schweiz einfach. Nee. Okay, müssen wir weiter gucken. You know, Rolex brochure here. Also das so war es in Thailand, ne? Also
Ja, sag mal, es gibt ja, USA ist immer in Englisch, dann steht Rolex Inc. drunter und das sind Schweizer Garantien. For the Cosmograph, Again. you have 2 receipts, the order receipt and your... Ich guck, ob irgendwo die Seriennummer draufsteht. Nee. Steht auch noch nicht mal quasi aus welchem. Hat er gesagt Thailand, aber. payment receipt here. You have the original box. Der hat die doch in Frankfurt gekauft, hat er gesagt. Ah, okay. Schreibt jemand. Also ich habe auch Thailand verstanden eigentlich, aber wenn das jemand sagt. War das nicht der andere? Even the outer box der here. GMT war aus Frankfurt. Hab ich auch jetzt Nee, zwei Brücken. So these watches. Hier, warte, was steht denn hier? Kann hier irgendwo Seriennummer stehen? Ist das eine 304? Ja, das ist die Seriennummer. Die hier? 3048222. Ja, dann kann es. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, das stimmt nicht, aber die Seriennummer könnte dazu passen. Die Uhr ist von circa 73 und das ist korrekt für eine 6263 Paul Newman, weil in 75, wo der die gekauft hat, wurde die nicht mehr gebaut. Ah, okay. Das heißt, die Uhr lag wahrscheinlich beim Händler für 2 Jahre. Und wurde nicht verkauft. Wurde nicht verkauft. Ah, okay. Watches, as we've talked on Antiques Roadshow, have become very collectible and valuable. It's got a couple of very special features about it. Underneath the word Rolex and above the word Cosmograph, it says okay. Oyster. Er hat die Uhr in Deutschland gekauft. Er war auch in Deutschland stationiert, aber er war im Einsatz in Thailand. Okay, haben wir uns eben verstanden. And that refers to these screw-down buttons here. They made this version with and without screw-down buttons. The ones without the screw-down buttons are still water-resistant, but this was a much better water-resistant case because you could lock down the chronograph buttons on it. It still has the foil sticker on the back with the reference number of the watch, 6263. Had it be worn, that aber zweimal getragen, das sieht ein bisschen mehr aus als zweimal, oder? Der hat wahrscheinlich am Kissen geklebt. Also, okay. Nee, das ist schon okay. Ja? Das ist okay. Wahrscheinlich 5-mal getragen, macht keinen Unterschied. would be the first thing that would wear off the watch. The date mark on the bracelet shows that it was made in the first quarter of 1971. Your watch was made approximately 1971 and you ordered it a couple years later. Collectors love this watch. It's Paul Newman wore it in a movie called Winning. Wasn't this particular model? It did not have the screw-down buttons. The one that Paul Newman wore, currently at auction, those watches are going for approximately $150,000 to $200,000. Your watch is more special. It says Oyster on it. Yes. They did that for an extremely short period of time. We refer to that as a Mark II dial. And this particular model, being marked Oyster, is extremely, extremely rare. A watch like this at auction is worth about $400,000. Ich kann mal wieder runter, hast verpasst. Ich muss nochmal zurückgehen. You okay? Slapstick. Armer Typ. Don't fall. Das I'm war not done yet. spontane Stunteinlage, ne, von ihm. Wahnsinn. I said a watch like yours because of the condition of it. Basically, it's a new old stock watch, no wear on it, the original foil sticker on the back of it, and the fact that we have all this complete documentation here also. Maybe one of the very few in the whole world that still was never worn. Your watch at auction today, $500,000 to $700,000. Nein, Alter, was? So viel meinst du? Heute? Ja. Das Video ist auch 2 Jahre alt. Heute, vergiss den ganzen Boxpaper, Hokuspokus, nur die Uhr, Neuzustand, Million. 1 Million. Ach so. 1 Million? Boah, krass. So gehypt. Gibt's was auf Chrono eigentlich? Gibt's so eine Uhr? 6263? Nie gesucht. 6263 Paul Newman nicht. Ja, das sind ja normale Regrades. Keine einzige. Ne. Wow. No, I'm very serious. Oh, it's an absolute fact. Herr Teige schreibt, jetzt hätte er den Tisch mitreißen und einfach. Das wäre Slaps. Nach 50 Jahren. Stell dir mal, er kippt um, reißt das Ding mit. Das ist krass in der Uhr. Fabulous find. It's one of the rarest Paul Newman models. And in this condition, I don't think there's a better one in the world. Can't thank you enough for bringing me one of the greatest watches to ever see on Antiques Roadshow. And thank you very much for your service.
Unbelievable. You can't wear it though. No, If you wear it, it drops down to the $400,000 value. Krass. Wahnsinn. Was das für ein Wert. Das ist ja krank. Ja. Also, das ist ja wirklich unglaublich, ne? Also, Also heute hat die Uhr ein... Reinhold Messner einfach mit der Top-Uhr. Die Uhr ist heute 500.000 wert im getragenen Top-Zustand. Im getragenen Top-Zustand.